Im folgenden Video lernen Sie das zentrale Planungstool von SAP Transportation Management, das Transport Cockpit, kennen. SAP Transportation Management, auch SAP TM genannt, erfüllt umfangreiche Anforderungen an das Transportmanagement, sowohl in Bezug auf die zahlreichen Funktionalitäten als auch in Bezug auf die dahinterstehenden Prozesse. Zudem unterstützt SAP TM bei der Erstellung und Optimierung von komplexen Transportplänen. Zu sehen sind zunächst unterschiedliche Kacheln für verschiedene Anwendungen des SAP Transportation Managements. Über die Kachelplanung erfolgt der Einstieg in das Transport Cockpit. Über das Transport Cockpit werden der Planungs- und Optimierungsprozess im SAP TM abgewickelt. In diesem Beispiel wurden bereits 3 Frachteinheiten erzeugt. Frachteinheiten sind transportable Objekte, die von der Quelle bis zum Zielort zusammenbleiben. In der Übersicht werden verschiedene Informationen zu den Frachteinheiten dargestellt, darunter etwa Start- und Ziellokation, das Start- und Enddatum, Gewichtsinformationen sowie der Verpackungs- oder Planungsstatus. In diesem Beispiel haben die 3 Frachteinheiten den Status ungeplant. Auf der rechten Seite werden die verfügbaren Ressourcen dargestellt, in diesem Fall etwa 2 Lkw mit jeweils unterschiedlichen Nutzlasten. Hier können auch Fahrer verplant sowie Fahrpläne und Anhängereinheiten hinterlegt werden. Auf der rechten Seite hingegen lassen sich Landkarten anzeigen. Wird wie in diesem Beispiel nach Deutschland hineingezoomt, so lässt sich der Weg der ausgewählten Frachteinheit nachvollziehen. Im SAP-Standard wird der Weg der Frachteinheit als Luftlinie angezeigt. Allerdings lassen sich auch Kartensysteme mit tatsächlichen Fahrtstrecken hinterlegen. Des Weiteren ist es möglich, sich ein Gantt-Diagramm, Kosten oder eine Spediteurrangliste anzeigen zu lassen. Ganz generell ist die Benutzeroberfläche sehr flexibel anpassbar. Je nach unterschiedlichen Anforderungen lassen sich die Anzeige der Drucktasten oder aber die Anzahl der Bereiche individuell einstellen. Mittels der Optimiererplanung sollen nun alle verfügbaren Frachteinheiten verplant werden. Durch einen Klick zunächst auf Optimiererplanung und Alle werden alle Frachteinheiten mit den möglichen Ressourcen verbunden. In diesem Beispiel wurden vom System nun 2 Belege erstellt, bei beiden Fahrzeugen liegt die Auslastung nun bei 19%. Die Frachtaufträge wurden entsprechend der unterschiedlichen Himmelsrichtungen, der Postleitzahlen und der Ziellokationen auf 2 unterschiedlichen Fahrzeugen verplant. Über einen Klick auf die Lupe lassen sich in einer Übersicht genauere Daten zu den einzelnen Positionen anzeigen. In einem weiteren Schritt soll nun eine automatische Spediteurauswahl durchgeführt werden. Diese automatische Spediteurauswahl stellt einen weiteren Optimierer innerhalb des SAP TM dar. In diesem Beispiel ist dem Frachtauftrag noch kein Spediteur zugeordnet. Dies erfolgt durch das Markieren der entsprechenden Zeile des Frachtauftrages und einem Klick auf Spediteurauswahl und Automatisch. Hierdurch werden im Hintergrund auf Basis von Frachtraten die günstigsten Spediteure ausgewählt. Anschließend erfolgt hier die Zuweisung des Spediteurs FIS-Carrier zum ausgewählten Frachtauftrag. Meldungen im unteren Bildschirmbereich bestätigen einen Abschluss der Kostenberechnung. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu.